Salam! Wir haben ja jetzt Teheran verlassen und sind jetzt hier wieder in der Natur, in so einer Art Steppe oder Wüste. Wir haben ja auch schon Kamele heute Morgen auf der Fahrt gesehen und hier liegt auch überall Kamelkacke rum, also vielleicht kommen die dann nachher noch mal vorbei. Als wir hier heute Morgen angekommen sind, waren auch noch andere Leute aus unserer Reisegruppe hier, mit denen wir uns zwischendurch mal treffen. Zuletzt waren wir in Tabriz zusammen mit denen und am Salzsee. Die sind jetzt aber wieder in so verschiedene Richtungen. Wir dachten, vielleicht fahren wir mit denen zusammen in die Maranjab-Wüste, die ist gar nicht so weit von hier. Aber die einen sind jetzt nach Kashan und wollen dort ein paar Tage bleiben. Und die anderen sind zurück nach Teheran wegen des Pakistan-Visums, weil da haben die länger nichts gehört und mal nachgefragt. Und dann hat die Botschaft wohl geschrieben, ja, weil das Internet ja hier gekappt ist oder so, können die jetzt keine Visa ausstellen, was ja auch irgendwie ein bisschen komisch ist, weil eigentlich funktioniert das Internet ja tagsüber vor allem. Deswegen dachten die, die fahren dort mal hin und probieren es halt direkt bei der Botschaft. Und jetzt sind wir so ein bisschen so, weil wir sind in derselben Situation, dass wir jetzt mal auf deren Antwort warten, wie das so lief und ob wir dann auch nochmal zurück müssen oder ob es doch irgendwie anders klappt. Salam auch von mir. Ich wollte einmal kurz erklären, wo wir überhaupt gelandet sind, und zwar in einer Karawanserei. Das heißt, das ist ein alter Ort der Seidenstraße, wo früher Karawanen eine Pause gemacht haben und sich erholt haben und gerastet haben. Wir glauben aber, dass das hier auch noch die Überreste von einem Dorf sind. Und für ein nettes Feuerchen am Abend haben wir hier schon ein bisschen was vorbereitet. Hier gab es jetzt nicht super viel Holz, deswegen wird es nur so ein kleines Feuer. Also bisher finden wir den Iran richtig schön. Ist auf jeden Fall eins unserer Top-Reiseländer bisher. Ja, und das liegt vor allem daran, dass die Natur irgendwie so was ganz Neues und Besonderes für uns ist. Wir haben da das Gefühl, wirklich immer was Neues zu sehen und auch ein bisschen uns nach dem langen Fahren oder so entspannen zu können, während es in der Stadt immer ein bisschen stressiger ist. Wir haben auch das Gefühl, dass teilweise sich die Städte vielleicht ein bisschen wiederholen. Also wir gehen halt nicht auf jeden Bazar in jeder Stadt, sondern wir waren halt auf ein paar und fokussieren uns sehr auf ein paar Orte, die wir sehen wollen, wo wir dann aber vielleicht auch ein bisschen länger Zeit verbringen. Wir haben auch gelernt, ein bisschen mehr auf unser Bauchgefühl zu hören, was so die Sicherheitslage im Land angeht, weil wir waren ja jetzt halt in Teheran, der Hotspot der Proteste, waren dort mit Menschen, die dort wohnen, unterwegs, haben das jetzt halt quasi aus erster Hand alles so miterlebt und können das jetzt halt ein bisschen besser einschätzen als das, was man in dem einminütigen Tagesschau-Beitrag sieht. Also so eine Situation hatte ich noch nie, dass von außen so Meinungen oder Warnungen oder was auch immer kommt und unser Bauchgefühl, also unsere Intuition eigentlich was ganz anderes sagt und wir trotzdem so ein bisschen ein ungutes Gefühl dadurch bekommen haben. Und deswegen haben wir einfach beschlossen, das auch einfach ein bisschen weniger zu lesen, weil klar, passieren kann immer was, passieren kann ja aber auch in Deutschland was. Wenn uns jemand was Böses will, dann können wir es wahrscheinlich nicht verhindern, dass das passiert. Aber bis jetzt haben wir einfach wirklich, wirklich nur gute Erfahrungen gesammelt. Wir wurden ja sogar von der Polizei kontrolliert und so, und die waren am Ende auch super nett und wollten uns überhaupt nichts Böses, sondern waren halt eher interessiert und so weiter. Und es ist irgendwie nicht so schön, wenn Angst von außen vielleicht Leute aufhält, so eine Erfahrung zu machen, wie wir die gerade haben. Weil es ist wirklich, der Iran ist so anders als alles, was man in Europa gesehen hat und so weiter. Und ich finde das so spannend und dadurch lernt man irgendwie so viel mehr. Ja, also man muss sich da nicht verrückt machen oder vor allem auch sich gegenseitig mit den anderen Reisenden verrückt machen, was wir auch irgendwie so ein bisschen hier zum Teil sehen. Ja genau, man tauscht sich dann so aus und ja, das kann auf jeden Fall passieren. Das Wort Karawanserei setzt sich übrigens aus den persischen Worten Karawane, das kennen wir ja alle, und Sarai, das heißt sowas wie Haus, Wohnhaus und Palast zusammen. Also es ist ein Haus für Karawanen, wo halt handelnde Leute auf Reisen früher Rast machen konnten. Ich habe mal geschaut, ob ich von hier die Wüste schon sehen kann, wo wir hinfahren wollen. Das ist halt in diese Richtung. Ist aber anscheinend doch noch ein Stück. Wir dachten, okay, vielleicht fängt das hier schon an, weil wir wollen halt so Sanddünen sehen und Kamele laufen da wohl rum. Aber es ist halt wohl echt so noch 40 Kilometer über eine ziemlich holprige Waschbrettstraße. Es gibt auch noch irgendwo Checkpoints, wo man mit einem ausländischen Fahrzeug halt nur mit Guides durchkommt, damit man sich da nicht verirrt. Die iranische Bevölkerung kommt wohl auch ohne einen Guide da rein. Deswegen sind wir uns halt unsicher. Man kann das auch irgendwie umfahren, aber dann müssen wir halt ewig weit auch über so eine schlechte Straße fahren. Und es gibt halt auch noch mehr Wüsten im Land. Das ist die Maranjab-Wüste. Nach Isfahan kommt die Vasani-Wüste und da soll man halt viel leichter hinkommen und dann auch so Sanddünen und alles haben. Deswegen müssen wir mal schauen.
Zum ersten Mal, seitdem wir im Iran sind, das sind jetzt fast 2 Wochen, sehen wir so ein paar Wolken. Sonst war echt immer Sonne und blauer Himmel. Wie auch immer, wir haben jetzt entschieden, wir schauen mal, wie weit wir da Richtung Wüste kommen. Diesel kostet ja nichts, wir haben heute Zeit. Gucken wir mal, also 5 Kilometer geht es wohl noch auf einer Straße und dann sind es über 20 Kilometer Schotterstraße. Schauen wir mal, ob wir uns das antun wollen. Wie der Zufall sich so trifft, wir haben gerade hier dieses junge französische Paar kennengelernt in diesem LKW und die kommen gerade aus der Wüste und haben uns noch ein paar gute Tipps gegeben, wie wir da jetzt hinfahren und wie die Straße ist und wo wir parken sollen und wo wir nicht lang sollen. Das Doofe ist, heute ist das Wochenende und die waren jetzt dort 3 Tage, waren ganz alleine, haben niemanden gesehen und jetzt auf dem Rückweg sind denen schon irgendwie so 30 Autos entgegengekommen. Also heute ist anscheinend richtig voll. Aber wir haben ja nicht so viele Tage im Iran, deswegen können wir jetzt nicht einfach 3 Tage warten, bis das Wochenende vorbei ist. Deshalb fahren wir jetzt. Wir wollen ja hauptsächlich ein paar Dünen sehen, Kamele und dann fahren wir morgen wieder oder heute, mal sehen. Pro-Tipp, den wir von denen noch bekommen haben, ist, dass es da gar kein Netz gibt. Deswegen melden wir uns jetzt ganz brav bei allen Leuten ab, die sich sonst Sorgen machen könnten, wenn wir uns jetzt ein paar Tage nicht melden, weil wir in der Wüste sind. Und der andere, viel interessantere Tipp war, dass man mit einer Plastiktüte da so rascheln soll, weil die Kamele kennen dieses Geräusch und kommen dann an, weil sie denken, es gibt Futter. Das machen wir auf jeden Fall. Aber vielleicht geben wir ihnen auch Futter. Wir haben ja noch ein paar Äpfel. Da endet der Asphalt. Wir sind jetzt von der Karawanserei einen kleinen Umweg gefahren, um den Checkpoint zu umfahren, weil wir da halt hätten Geld zahlen müssen oder einen Guide gebraucht hätten und sind jetzt aber wieder auf der Hauptstraße, wo alle anderen auch lang fahren. Wir haben schon gehört, dass hier viele andere Leute unterwegs sein sollen. Das ist ganz gut, weil dann können wir auch im Notfall rausgezogen werden, weil wir ja sehr dünen- und wüsten unerfahren sind bisher. Wir haben ja die ganze Zeit ein bisschen Schiss, dass hier was mit dem Auto passiert, weil wir, wie gesagt, überhaupt nicht erfahren sind, was irgendwelche krassen Pisten oder Offroad-Pisten angeht und da lieber so ein bisschen, vielleicht auch manchmal übervorsichtig, vielleicht einfach nur vernünftig vorsichtig sind. Aber jetzt haben wir am Straßenrand direkt Leute gefunden, die unseren Wagenheber gebraucht haben. Und Mariano hilft da jetzt. Kommunikation nicht so gut, weil wir sprechen kein Farsi, die sprechen kein Englisch, aber es läuft. Also ich weiß nicht genau, was das Problem ist, aber deren ganzer Reifen und Bremse vorne links ist alles abgemacht. Irgendwie ist da ganz schön dolle was kaputt. Ja, jetzt haben sie unseren Wagenheber und versuchen da irgendwie was hochzuheben. Keine Ahnung, mal gucken. Da müssen wir jetzt wohl hier warten. Aber so kann man sich auch mal ein bisschen revanchieren, finde ich. Die Iranerinnen sind so gastfreundlich, dann warten wir jetzt halt hier oder packen mit an. So, hat doch nicht so lange gedauert wie gedacht. Und die waren jetzt richtig nett und dankbar. Er hat uns noch seine Telefonnummer gegeben und gesagt, wo er herkommt. Und wenn wir da hinfahren, dann sollen wir ihn auf jeden Fall anrufen. Und sie lieben uns. I love you war so der einzige Satz, den sie richtig gut auf Englisch konnten. Ja. Aber jetzt irgendwie voll nett. Und bei sowas denke ich mir echt, wer weiß, wofür es gut ist, ne? Ja. Wahrscheinlich dürfen die uns in 2,5 Tagen aus dem Sand ziehen. Ja, genau. Mal gucken. Aber das heißt, jetzt geht's weiter. Ja, jetzt sind wir fast hier schon richtig in der Wüste und ich wollte ja schon immer mal mit unseren Van in die Wüste, weil der passt da halt voll gut ins Bild mit dieser Sandfarbe. So wie für die Wüste gemacht. Nur der Antrieb natürlich nicht. Ein paar Passagen sind doch echt schon ganz schön sandig, da muss man dann ordentlich Gas geben, weil ich glaube, wenn wir da stehen bleiben, dann kommen wir da nicht mehr weg. Aber zum Glück ist ja Wochenende, hier fahren viele Leute rum, die könnten uns da notfalls rausziehen. Also hier sind anscheinend auch schon die ersten Dromedar-Spuren. Aber gehen die jetzt in die Richtung oder in die? Naja, wir fahren jetzt erstmal weiter. Yeah! Wüste, Wüste! Yay! Wir sind in der Wüste! Yeah, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind in der Wüste. Träume werden wahr gerade. Ist es nicht abgefahren?
Jetzt haben wir sogar hier Schlangenspuren gefunden. Oh oh, müssen wir aufpassen. Unser Ziel war es ja, Dünen zu sehen und Kamele. Dünen haben wir jetzt abgehakt. Kamele sind da vorne, das ist dann unser nächster Stopp. Guck mal, ich habe einen Apfel. Yeah, Dromedare. Und ihnen ist einfach völlig egal, dass wir hier sind. So, wir essen jetzt hier unser Mittagessen, dieses lustige Brot mit noch Gemüse von gestern Abend. Und gucken uns in der Zeit das lustige Kamel an. Eigentlich sind die drei alle ja so lustig. Wie die da sitzen. Also es hat sich echt gelohnt, hierher zu fahren. Es war jetzt 1 Stunde lang über sehr holprige Straße fahren, aber es war jetzt nicht so super schlimm. Es war schon sehr holprig mit diesem Waschbrett, aber jetzt keine krassen Schlaglöcher oder irgendwas. Wir sind auch recht langsam gefahren, haben das gut geschafft und jetzt sind wir hier in der Wüste. Da laufen Kamele rum, da sind Sanddünen. Heute Abend sehen wir vielleicht super die Sterne. Ja, es ist schon echt, also das ist wieder so richtig dieses Motto, man bereut eher die Dinge, die man nicht getan hat, als die man getan hat, weil wir waren ja echt kurz dafür zu sagen, okay, wir lassen das jetzt aus, mal gucken, welche Wüsten noch kommen, haben dann zum Glück diese Französinnen getroffen, die gesagt haben, wir kamen da gerade her, es ist voll easy und so und haben das jetzt gemacht und viele unserer Reisefreunde sind vor allem in Städten im Moment und waren jetzt sich wieder eine Stadt angucken und das können wir immer noch machen, aber dafür übernachten wir jetzt einfach in so einer Wüste im Iran und ich bin echt immer noch fassungslos, weil sowas hätte ich echt nicht gedacht, als wir den Van gekauft haben, dass wir sowas mal machen. Nee. Das hat sich ja alles über die letzten 2 Jahre so entwickelt, dass wir, oder vor allem in den letzten Monaten, dass wir halt jetzt weiter nach Osten reisen und so und deswegen ja, es ist echt Wahnsinn. Also der Iran ist richtig super. Es ist einfach mal wirklich was komplett anderes von dem, was wir die letzten 2 Jahre gesehen haben. Landschaftlich, von den Menschen her. Kulturell, Ja. alles. Wie die bescheuertsten Touris rennen wir jetzt diesem Kamel hinterher und machen 1000 Fotos. Ja, das ist aber für uns ja auch wirklich was Besonderes. Ja. Also unsere iranischen Freundinnen würden uns wahrscheinlich auslachen, aber für uns ist es halt auch wirklich was Besonderes, ein Kamel zu sehen. Das kenne ich nur aus dem Zoo. Ja, hier ist so ein Wasserloch. Da kommen natürlich alle hierher, um hier zu trinken. Deswegen campen hier auch ganz viele Leute, weil man dort natürlich die beste Chance hat, die zu sehen. Guck mal, ich habe Feuer gemacht. Ja, super. Es brennt hier echt richtig gut. Wahrscheinlich, weil das so trocken ist, das ganze Holz. Diesmal kochen wir über dem Feuer nur zu zweit und wir sind gerade nicht so gut ausgestattet. Also wir haben nicht mal Alufolie, aber wir haben die Hoffnung, dass wir das alles, wenn gleich da schön viel Glut ist, reinlegen können und dann einfach auslöffeln können. Wir haben jetzt zum Beispiel so einen Mini-Kürbis, 2 Kartoffeln, Mais und eine Banane. Außerdem hat Mariano richtig geilen Stockbrotteig gemacht. Das können wir dann natürlich einfach so über die Flamme halten. Oh, scheiße. Oh nein, das war Mein Brot ist in den Sand gefallen. Oh nein, das kann man nicht nochmal essen oder abspülen. Top-Tipp für leckeres Stockbrot. Das kurz vor Ende nochmal mit Margarine einstreichen. Und dann wird das richtig knusprig. Ein neuer Tag in der Maranjab-Wüste. Wir haben ziemlich gut geschlafen, weil hier ist es halt super ruhig. Hier fahren natürlich schon jetzt am Wochenende einige Autos und so rum, aber nachts ging es auf jeden Fall. Das Wochenende ist hier übrigens nicht wie bei uns, Samstag, Sonntag, sondern Donnerstag und Freitag, weil im Islam ist ja der Freitag dieser wöchentliche Feiertag, so wie bei uns der Sonntag. Und jetzt ist es deshalb ziemlich voll. Aber wir laufen jetzt heute Morgen noch mal so eine Düne hoch. Die große Frage ist, wo sind die Dromedare hin? Jetzt stehen wir hier am Morgen in so einer Art Meer aus Sand. Also ich finde es voll lustig, wie Ähnlichkeiten das quasi mit einer stürmischen See hat, wo es ganz hohe Wellen gibt, weil es sieht ja ungefähr genauso aus, nur halt in ganz anderen Farben und das hier bewegt sich natürlich nicht so schnell. Und Mariano hat sich jetzt dazu entschieden, hier eine Düne runter zu rutschen.
Mist. Los. Ist nicht steil genug. Wo wir hier parken, ist der beste Spot, um Kamele zu sehen, weil da vorne ist halt diese Wassertränke. Gestern Abend waren die alle hier und jetzt zum Abend kommen die auch wieder alle hierher. Dann gehen wir da jetzt mal näher ran. Und das richtig Coole ist, dass die halt auch wirklich in so einer Reihe laufen. Also das sieht man immer nur in so Naturdokus, dass Kamele und Elefanten das irgendwie machen. Und jetzt ist aber live zu sehen, ist irgendwie nochmal sehr besonders und richtig cool, weil man sich so fragt, warum macht ihr das? Also echt mega lustig hier. Guckt euch das an. Ganz viele Kamele, die hier trinken. Da gucken die einen immer so ein bisschen doof und neugierig an. Aber die sind auch irgendwie ganz ruhig. Generell eine Sache, die ich nie gedacht hätte, die wir so viel beim Vanlife und so machen, ist Tiere beobachten. Also es hat ja schon angefangen irgendwann in Schweden, als wir Elche gesucht haben, aber jetzt geht es halt weiter mit Kamelen. Und sonst beobachten wir auch irgendwie Delfine oder Vögel. Oh, weiter geht's! Die Karawane zieht weiter. Tschüss. Also noch kitschiger gehen die Aufnahmen nicht. Wenn ihr irgendwelche anderen kitschigen Aufnahmen in Auftrag geben wollt, wir sind da Profis. Mein Kamele, Sonnenuntergang, Wüstenstaub. Richtig verrückt. Und weil es so schön war, hier nochmal eine Aufnahme. Okay, ihr habt Glück, die Sonne ist jetzt weg. Das war's dann mit überkitschigen Aufnahmen. Wir machen jetzt heute nochmal Lagerfeuer, weil das gestern hier so gut geklappt hat. Wir haben ja schon einen Haufen Feuerholz gesammelt. Wir haben nämlich kein Mehl mehr, weil wir immer noch kein Mehl gefunden haben. Aber wir haben hier unsere Spieße, da machen wir so Gemüsespieße. Gucken, ob wir heute wieder ein paar Sterne sehen, weil heute sind keine Wolken da, im Gegensatz zu gestern. Jetzt ist hier kaum noch jemand, außer die Kamele und ein paar verrückte Leute, die immer noch hier mit ihren Autos meinen, die Dunen hoch und runter fahren zu müssen. Aber sonst ist hier richtig schön. Wir machen uns einen richtig schönen Abend wieder. Jetzt schnitze ich hier nochmal unsere Stäbe, Spieße für unser Grillgemüse an. Avec le Opinel. Salut! Oh Gott. Hier ist was los in der Wüste, ey. Glaubt man gar nicht. Aber wir denken immer, jetzt sind sie alle weg und wir haben unsere Ruhe, aber nee. Nach einem spannenden Wochenende in der Marajab-Wüste ist es für uns leider an der Zeit weiterzuziehen. Wir brauchen mal wieder ein bisschen Wasser und Lebensmittel und müssen uns da heute drum kümmern. Außerdem ist unsere Zeit hier im Land ja leider begrenzt, weswegen wir auch weiterziehen müssen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und konnten euch damit ein bisschen zeigen, dass es auch mal gut ist, aus der Komfortzone rauszukommen und Länder zu bereisen, die man vielleicht sonst nicht so auf dem Zettel hat. Jetzt sagen wir Chodafis, das heißt Goodbye auf Persisch und bis nächste Woche. Chodafis! Und im nächsten Video. Wir dachten ja, vielleicht wird das Video ein bisschen langweilig, wenn wir jetzt schon wieder in eine Wüste fahren. Mit sowas haben wir auf jeden Fall nicht gerechnet. Und wir ziehen zum ersten Mal ein Auto irgendwo raus. Yay!